Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Mark Lehmann und das ist Folge 2. So just after 10 o'clock this morning we got the call that there was a stranded orca, and from that point it's just go, 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 and it's full on adrenaline and it's very, very tiring when you stop. So now we're on the final drive home. It's been a long day, over 10 hours, and all I want to do is just clean the equipment, repack it and go to bed. Jetzt bin ich schon so lange in Neuseeland und es ist nicht das passiert, wofür ich da bin. Wir haben keine Orcas gesehen, wir haben keine Orcas gerettet. Ich habe nichts für meinen Film. Und dann kommt der Anruf. Okay, great. Thanks a million. Okay, bye, thanks. Und wenn der Anruf kommt, dann ist alles perfekt vorbereitet. I'm beyond stressed at the moment. Ingrid weiß ganz genau, was sie aufschreiben muss, was sie fragt. Es ist wirklich wie an einem Notfalltelefon. Es wird der Ort notiert, wie man da am besten hinkommt, seit wann der Orca liegt, wer da ist. Und dann hat man genau 3 Minuten Zeit, um im Auto zu sitzen. Und Ingrid fährt, ob du drin sitzt oder nicht. Manchmal ist es so, dass der Orca nur eine halbe Stunde entfernt irgendwo gestrandet ist. Manchmal sind es 8 Stunden. Man braucht mal einen Helikopter, mal ein Auto, manchmal ein Boot. Also jedes Strandungsszenario ist immer unterschiedlich, wie so ein Kriminalfall im Prinzip. I had a call that there was a stranded orca in the Kaipara Harbour down here. I wasn't sure exactly where, and I live way up here. So I drove down, launched my boat here, and by then I knew that he was on this sandbank. Dieser Orca, der jetzt gestrandet ist, liegt auf einer Sandbank in einer ziemlich gefährlichen Hafensituation, voller Sandbänke und Untiefen. Das heißt, man kommt da auch nicht so einfach hin. Und wir müssen ja schnell sein, weil jede Minute zählt. Aber du kannst nicht einfach Voll Speed zu dem Orca hinpesen, weil es sind untiefen Sandbänke. Du kannst dir die Schraube abhauen, den Motor weghauen. Also du musst schnell sein, aber du musst auch sicher zum Orca kommen. Und das ist das Problem. Hi guys. Somebody told us to come across this way. Yeah, I see you going around the mulberry bushes. Yeah. Die Informationslage ist natürlich lückenhaft, ne? Also man weiß nicht genau, was da passiert ist. Alles, was wir wissen, ein Orca, Sandbank, da und da gestrandet. Und in diesem Szenario ist es so, dass ein paar Angler, die morgens rausgefahren sind, einen schwarzen Berg haben liegen sehen, dort wo normalerweise kein schwarzer Berg ist, und dann sofort angerufen haben. Aber keiner der Fischer ging zu dem Orca ins Wasser. Niemand hat sich da reingetraut, ihm irgendwie zu helfen oder so, sondern sie haben ihn nur mit Eimern überschüttet und so ein bisschen feucht gehalten. Und dann wissen die aber schon ganz genau, ein Meerestier ist in Not. Wir müssen Ingrid anrufen. 0800 Sea Orca, das ist die Nummer und die kennt wirklich jeder. So thank you very much. Ich bin wegen der Orcas da und der allererste Orca, den ich in Neuseeland sehe, der liegt vor mir. Und ich habe gedacht, er ist tot, weil er hat nicht geatmet. Der Orca atmet nicht. It looks like Koru. I've just had a little bit of a look at him. He's got some nice bite marks from the other orca trying to get him off the shore. Oh yeah, it's Koru. Wichtiger Satz. Ingrid sieht diesen Orca für 10 Sekunden, steigt aus und du siehst ja nur so einen Rücken von einem Orca und sagt, looks like Koru. What do you reckon that's what's caused that? Please? Yeah. Oh, sure, we're wondering what it's been. Yeah. G'day, Koru. How you doing? Und Ingrid geht hin und sagt, hallo Koru, wie geht's dir? Fasst ihn an, berührt ihn. Und der Orca fängt an zu vokalisieren. Das heißt, er äußert sich auf einmal. Der hat über 8 Meter. Der hat gut 5 Tonnen, bringt er auf die Waage. Das ist ein echt großer, stattlicher Bulle und der liegt vor dir in einer Notsituation, wo er sterben kann und weint im Prinzip nach seiner Familie und hat Angst. Und das merkst du dem Tier auch an.
Und dann kommt eine Dr. Ingrid Wisser, legt die Hand auf den Wal und du merkst richtig, wie der sich beruhigt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in Neuseeland bin, sind 184 Orcas bekannt und Ingrid kennt sie alle mit Namen. Das ist wirklich so krass. Diese Frau arbeitet jetzt seit über 30 Jahren mit Orcas und kennt jeden persönlich beim Namen. Und das Erstaunliche ist, wenn man so diese Geschichten in der Fußgängerzone hört, von so einem Greenpeace-Volunteer, der erzählt, schützt die Wale und die sind wie wir und die haben ganz besondere Geschichten. Dann habe ich früher mit 20 gedacht, ach, ist alles Quatsch. Und dann erlebst du eben diese Frau dort, die diese Orcas kennt und du erlebst Geschichten, die dich dann an deiner eigenen Meinung zweifeln lassen und das ist auch gut so. Die Orcas erkennen auch Ingrid und das ist wirklich verrückt. Und ihr wisst, ich bin ein kritischer Typ. Ich hinterfrage sowas und glaube nicht leichtfertig an solche Spinnereigeschichten, aber es ist tatsächlich so, die Orcas kennen Ingrid. Diese Kratzspuren am Rücken des Orcas, an einer Flosse, sind daher, dass die Mutter dieses männlichen Orcas versucht hat, den bei der Strandung noch von der Sandbank runterzuziehen. Weil man muss wissen, dass männliche Orcas ein Leben lang bei ihrer Mutter bleiben. Und das ist im Bestfall 80 Jahre lang an der Seite ihrer Mutter. Die gehen niemals weg. Das ist natürlich auch eine besondere Situation. Ich kannte Orcas schon aus der Antarktis, ich kannte sie aus Argentinien, aus der Arktis. Also ich habe die schon weltweit gesehen, aber natürlich immer nur auf große Distanzen, nie so nah. Und dann der erste Orca in Neuseeland in so einer Notsituation, das ist erstmal überwältigend. Und auch zu erleben, wie unfassbar groß der ist. Es ist ja ein ausgewachsenes Männchen, da kommt jetzt nicht mehr viel. Und ihr wisst, ich fasse niemals Wildtiere an. Ich bin absolut dagegen, wilde Tiere anzufassen, einfach aus Respekt. Aber Ingrid zwingt mich irgendwann und hat gesagt, jetzt nun leg doch mal deine Hand da drauf. Nutz die Chance. Das hast du vielleicht nur ein einziges Mal in deinem ganzen Leben, dass du einen wilden Orca anfassen darfst. It's pretty special, eh? Das ist ein magischer Moment, also unbeschreiblich. Er ist kalt und er ist hart. Der ist richtig hart. Der ist wie so ein prall aufgepumpter Traktorreifen in feucht und kalt. Also wirklich wunderschön, ihn anzufassen. Nein, es ist eine sehr, sehr emotionale Situation. Hey, good guy. How you doing? Oh, it's a bit hot, isn't it, buddy? Yeah, it's all right. It won't be long now. No. Und man sieht auch schon leicht, wie bei dem Orca die Rückenflosse umgebogen ist. Sie biegt sich langsam aufgrund der Sonneneinstrahlung und es ist ein Zeichen von Stress, Trauer und so Unwohlsein. Übrigens, alle Orcas in Gefangenschaft haben diese umgebogene Flosse. Ihr erinnert euch vielleicht an den Film Free Willy, Kaiko. Auch diese Flosse war umgebogen und alle männlichen Orcas in Gefangenschaft und auch die meisten weiblichen. Irgendwann fällt diese Flosse zusammen, weil es den Tieren nicht gut geht, genau wie in dieser Situation. And then you just very gently, just watch out for his dorsal fin, but pour some water over him. Okay, just watch out. Es ist besonders wichtig, diesen Orca immer feucht zu halten, dass er nicht überhitzt. Er ist ja schwarz, er liegt in der prallen Sonne und er sitzt in seiner eigenen Speckschicht, die etwa so dick ist. Das heißt, er ist perfekt geschützt gegen die Kälte, aber eben nicht gegen die Sonne. Deswegen ist es wichtig, einen Wal immer feucht zu halten und ganz, ganz wichtig, oben hat er seine Nase, dieses Blasloch, was ab und zu aufgeht. Da bitte kein Wasser reinschütten, dann würde das Tier ertrinken. Da machen ab und zu die Walhelfer auch so einen kleinen Fehler. Immer warten, bis er einmal geatmet hat. Unter Stress macht das der Wal hier etwa alle 3 Minuten, dass er einmal atmet. Das ist Stressatmung. Wahnsinn, ne? Und dann einfach immer schön feucht halten. Und das sind natürlich Situationen, wann hast du mal die Gelegenheit, an einem lebendigen, wilden Orca zu forschen? Das ist das Beste, um Daten zu gewinnen. Den Orca zu vermessen, Hydrophonaufnahmen zu machen, Hautproben zu nehmen, Parasiten abzusammeln. Also all diese Informationen, die man gewinnen kann, das versucht Ingrid eben auch. Das ist echte Wissenschaft am Orca, non-invasiv. Also das heißt, man muss ihn nicht irgendwie eine Gewebeprobe rausstanzen oder ewig verfolgen oder ihn betäuben oder was weiß ich.
Es ist echte Wissenschaft an einem lebendigen Tier und da ist Ingrid super fokussiert. Die spult ihr Programm ab, ihr Protokoll und versucht, so viele Daten wie möglich zu gewinnen. You can see this loose skin on him. That's quite normal for any whale or dolphin. But because he's stranded, we can see it easily. Hey, big guy. Hello. Now I'm just going to connect just a little bit of loose skin. All right, here we go. I know. Hello. There we go. Just a little bit of loose skin. Damit Delfine, und der Orca ist ja der größte Delfin, den es gibt, schön sanft durchs Wasser gleiten können, ohne großen Widerstand, müssen sie ihre Haut ständig erneuern. Das heißt, alle 24 Stunden erneuert sich die komplette Haut, damit die schön glatt sind. Und wenn man über so einen Orca drüber streicht, dann hat man die Haut eines Wales ganz einfach überall an der Hand. Und das ist natürlich auch perfekt, um Hautproben zu nehmen, DNA-Proben zu nehmen und dann später im Labor Analysen zu machen. Okay, good boy. I know. The others can hear you, can they? They're not far away. They're not far away. Yes, lots of nice loose skin there that we can use. Look at that. So I've got to measure him. I've got here, right near as close as you can to get to his nose without touching his nose. Okay? All right. But so, and no, because I'm going to go straight. All right? That's it. Ooh, he's a big boy. Yeah. Here we go. Hang in there. Oh, that's nice of you. Thank you, because I just need to do that little bit there. Yeah. You going to let me put that in there? Der Orca arbeitet bei dieser Geschichte mit. Das heißt, wenn Ingrid die Flosse vermessen will, dann rollt er sich so ein bisschen auf die Seite, hebt die Flosse an und lässt das mit sich machen. It's right there. The width at maximum, Rosina, is 86. Just going to see what I can get. Es ist ein wildes Raubtier, was uns locker alle töten könnte, innerhalb kürzester Zeit. Und es ist tatsächlich auch so, dass jedes Jahr bei solchen Walrettungsaktionen Menschen sterben, weil sie unter den Wal geraten, weil sie mit rausgerissen werden, wenn die in Netzen verheddert sind oder so, weil sie von der Fluke erschlagen werden. Also das sieht zwar hier relativ entspannt aus, aber man ist die ganze Zeit in schon einer relativ angespannten Lage. Und für mich alles neu, super viele Eindrücke und das Ganze noch filmen. Hi to the dorsal fin. Can we get this up a little bit straighter, perhaps? Yeah, I know, big guy. Hang in there. If I do it to there, and then add that bit on. Wow. I know. I'm just going to do just a little measure there. It's not going to hurt at all. Hang on. Übrigens habe ich da mein Gimbal versenkt. Ich hatte die Kamera auf so einem Haltegimbal, auch für viel Geld. Salzwasser drauf, bumm, zack, das nächste Gerät ausgefallen. Just lift it a little bit for me, big guy. Just a little. Here we go. Watch out, Steve, because if he comes your way... Yeah. Come on, big guy. Yeah. Come on, I can feel your fluke all the way under Yeah, there. go for it. Yeah, come on. I know. Oh, just lift it a little for me. Like you did before, that was so helpful. Hinten bei der Fluke ist es am gefährlichsten, weil, nur mal um euch eine Idee der Power eines männlichen Orcas zu geben, die können Robben, die auch mal schnell 100, 200 Kilo wiegen, über 50 Meter in die Luft schleudern und über 80 Meter Distanz. Can you do that? Can't get my toe under there. I can help you dig it out. There we go. Orcas schleudern auch andere, False Orcas zum Beispiel, also kleine Schwertwale, die selber 2 Tonnen wiegen. 20 Meter in die Luft, gar kein Problem. I use my toes. Go all the way to the edge. Die töten mit ihrer Schwanzflosse, das hat Ingrid schon beobachtet und fotografiert, Haie, große Makohaie, 3 Meter, spalten die mit ihrer Schwanzflosse einfach in der Mitte durch, wie so ein Karateschlag. Yeah, I know. That's what we need. That was it. Die Schwanzflosse eines Orcas ist so ziemlich das Powervollste, was man im Meer sehen und erleben kann. Und da in der Nähe zu stehen, Steve?
moment. He's talking to the other orca, and I'm recording it with the hydrophone. Solche Aufnahmen zu bekommen, wo der Orca nach seiner Familie ruft, vermutlich sowas wie: Wartet, ich bin noch am Leben, aber bitte schwimmt nicht zu weit weg. Bleibt bitte in der Nähe. Oder hey, wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören. Wir können ja immer nur interpretieren. Aber es ist eine einmalige Chance, sowas aufzunehmen. Und ihr seht, die Ingrid hält das auf die Melone vom Wal. Das ist da, wo er die Töne erzeugt, beziehungsweise da, wo die Töne nach vorne rauskommen. Wale sehen genauso gut wie wir. Und bei 30 cm Sichtweite im Wasser sehen sie auch nur 30 cm. Aber sie senden ihren Schall aus und hören, wie sieht die Umgebung aus. Too tall for me, big guy. Ingrid ist eine sehr in sich gekehrte, gestresste, immer Focus-on-Point-Person, die ständig was zu tun hat, die ständig über ihre Grenzen rausgeht. Und dann erlebst du die bei diesem Orca und die lacht die ganze Zeit. Das ist wie, als ob die ein Familienmitglied trifft und dem hilft. Da ist sie eine völlig andere Person und das ist spannend zu sehen. That looked kind of silly, but nice. What? Splashing up here? Yeah. Und der Wal wird natürlich auch nach einigen Stunden nervös. Das Wasser steigt langsam. Das heißt, die Flut kommt jetzt nach 6 Stunden zurück, bringt immer mehr Wasser rein, Strömung. Der Wal kann langsam sich wieder mehr bewegen und alles, was es braucht, ist im Prinzip das Wasser einmal über den Rücken. Dann hat er genug Auftrieb und kann sich mit seiner Fluke von der Sandbank befreien. Da muss man nicht mal mehr mithelfen. Aber es wird auch schwieriger in der Strömung. Das Wasser steigt. Vielleicht sind Haie außenrum, die von dem ganzen Szenario angelockt wurden. Der Orca fängt hinten an zu schlagen. Also es ist eine gefährliche Situation, muss man ganz klar sagen. Und es ist auch noch das Boot, hält der Anker, man muss das Equipment. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich filme die ganze Zeit. Ne? Shit. I have a drop on the camera. Ja. Im Tauchanzug, Bleigurt, die Kamera irgendwie über Wasser halten, versuchen das alles zu dokumentieren, fotografieren, dabei zu lernen. Stress pur. Und du merkst richtig, der hat jetzt keinen Bock mehr, der will los. He is so ready to go. And you can't blame him. He's been here for at least 4 hours. Und er will unbedingt zu seiner Mutter, zu seiner Familie. Der darf die nicht verlieren, weil denkt dran, ein einzelner Orca ist dem Tod geweiht. And he can feel the water rushing in. And he's keen to head out to sea. Can feel the water rushing in at the moment, and he can feel it too. I can hardly stand against the tide coming in. Oh, here he goes. Woohoo! Go, big guy. Excellent. Nearly there. You can do it. Yeah. No. We know there's other orca out there, and he's talking to them. Hopefully they'll come over here soon too. Oh, there he goes, he did it! Und irgendwann kommt der Moment, der Orca pest los. Fluke, Fluke, Fluke. Und da ist so richtig so dieses Befreiungsgefühl. He did it, he's off! Yay!
good to see him free swimming. Supergeil. Das ist aber nur die halbe Miete. Der Orca ist zwar frei, aber ist er verletzt? Hat er genug Kraft, zu seiner Familie zurückzufinden? Searching for the others, huh? Finden wir die Familie überhaupt? Denn wir sehen ja die ganze Zeit gar keine Orcas. Wir haben auch mit dem Fernglas geguckt, aber es ist niemand zu sehen. Und wenn er seine Familie nicht wiederfinden würde, würde er sterben. So at the moment he's all over the harbour and he's looking for the other orca. He's a little bit hesitant to go over this sandbank that we know is here. Can't blame him. Es ist eine relativ komplizierte Situation, weil dieses natürliche Hafengebiet ist voller Sandbänke und Tiefen. Man muss gucken, dass er nicht wieder strandet und am besten seine Familie wiederfinden. Die Sonne neigt sich langsam dem Untergang und das ist ein riesiges Problem. Das heißt, wenn wir die Familie nicht wiederfinden bis zum Sonnenuntergang, können wir auch nicht mehr viel helfen. At the moment the water is so shallow that he can't submerge. And he's just swimming over the sandbank trying to get to the orca on the other side. Nach ein paar Stunden Suche und immer wieder vokalisieren, schauen, Richtungswechsel. Und wir suchen die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen frustrierend, weil man denkt, naja, wir haben ihn ja gerettet, aber er findet die Familie nicht wieder. Und man merkt wirklich so, dieser völlig entkräftete Orca nimmt jetzt nochmal alle Kraft der Welt zusammen und versucht, zu seiner Familie zurückzukommen. Aber man weiß eben nicht, ob es klappt. Und diese Anspannung, das spürt man an Bord total. Auch bei Ingrid. Jetzt zum ersten Mal spürt man, dass auch sie sich Sorgen macht tatsächlich. Der Orca taucht ab und verschwindet im Nichts und du machst dir Sorgen, war es jetzt das letzte Mal, dass wir ihn sehen? Und dann taucht er wieder ab. Nicht alleine, sondern mit seiner Mutter und seiner Schwester, die auf ihn gewartet haben. He's with Nikki, a female orca who was first photographed in 1986 as an adult female. And she's got a young calf with her. Brilliant. Und natürlich, wie es sein soll, Ingrid kennt natürlich auch diese Orcas. Ist ja logisch. Tja, mein erster Neuseeland-Orca. Dramatische Strandung und am Ende Happy End. Und sie schwimmen so friedlich in den Sonnenuntergang. Und das ist das, warum Ingrid das tut. Und das ist das, warum ich Meeresbiologe geworden bin. Genau für diesen einen Moment. Dafür nimmt man alles in Kauf. Alles, was das mit sich bringt. Als Sechsjähriger habe ich mein Hausaufgabenheft umfunktioniert und bin von Haustür zu Haustür gegangen und habe gesagt, hier unterschreiben Sie mal bitte für die Wale. Das schicke ich dann ein an die Bundesregierung, dass die sich einsetzen, um Wale zu retten. Und dann, 25 Jahre später, rettest du Wale.
So Freunde, ihr habt gesehen, warum Ingrid das alles tut. Genau dafür. Hey Robert, I know that you've just finished editing the episode on Koru and you and the team did a remarkable job. But we got together because we thought you might like an update on what Koru's been up to. So obviously you'll remember the stranding location and you'll recognise this spot, the sandbank where he stranded. Together with Nikki, he headed out of the harbour and it wasn't till 7 months later that we spotted him off the east coast of the South Island, near Kaikoura. But the really cool thing is that just the other day, I got this photograph of him travelling with Nikki in Akaroa Harbour. Now, Akaroa Harbour is further to the south than Kaikoura, and it's now been more than 9 years since he was stranded when we were together with him. Now, how amazing is that? It's pretty awesome, if you ask me. Stellt euch vor, die Angler hätten nicht angerufen und wir hätten diesen Orca nicht gerettet und zurück zu seiner Familie begleitet. Dann wäre es jetzt einer weniger an Neuseeland. Von 184, da tut einer wirklich doll weh. Und genau dafür ist Ingrid da und dafür braucht sie unsere Unterstützung hier aus Deutschland. Also Freunde, fasst euch ein Herz, donatet ein bisschen was an die Ingrid, gebt ein bisschen von eurer Liebe ab für die Orcas, für Ingrid, dass sie ihren Job weitermachen kann. Ich danke euch, wie immer an dieser Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.